größte Herausforderung ist tatsächlich, überhaupt qualitativ gute Kern-DNA isolieren zu können. Natürlich haben wir da auch gleich nach den üblichen Verdächtigen geschaut, also den Krankheitserregern, auf die wir uns häufig konzentrieren, beispielsweise die Pest. Die große Frage ist jetzt, wie im Grunde genommen der Inhalt des Sarges gestaltet ist. Am Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum in Jena wagt Juliane Strien ein Experiment. Den Versuch, mit forensischen Methoden 400 Jahre alte DNA an ebenso alten Textilien nachzuweisen. Die größte Herausforderung ist tatsächlich, überhaupt qualitativ gute Kern-DNA isolieren zu können. Denn diese DNA ist sehr degradationsanfällig. Im Gegensatz zur mitochondrialen DNA, die ja doch ein bisschen länger durchhält und deshalb in altem Material auch häufiger untersucht wird. Aber wir wollen ja individualspezifische Muster feststellen. Und die mitochondriale DNA wird mütterlich vererbt, unverändert. Man kann eine Vererbungslinie feststellen, aber nicht das individuelle Muster. Und das können wir mit der Kern-DNA sehr wohl. Und deshalb ist es für uns wichtig, diese DNA extrahieren zu können. Und die Qualität dieser DNA hängt extrem von den Lagerungsbedingungen der Materialien ab. Also so zwischen Versterben der Person und unserer Analyse. In diesen vielen 100 Jahren kann natürlich einiges, sicherlich nicht sehr DNA-schonendes, Einfluss gehabt haben. Und deshalb ist das für uns eine große Herausforderung, da an den richtigen Stellen DNA zu nehmen, die richtigen Labormethoden anzuwenden, um da eben noch bestmöglich was rausholen zu können. Die Kleidungsstücke gehören Verstorbenen, die in der Universitätskirche bestattet wurden. Nach der Zerstörung der Kirche im Zweiten Weltkrieg waren sie geborgen und später von ihren Kleidern getrennt worden. Nun sollen einige Textilien ihren Trägern wieder zugeordnet werden, über einen DNA-Abgleich. Gelingt das Experiment, wäre das spektakulär. Ein Erkenntnisschub auch für die Aufklärung heutiger Kriminalfälle. In Leipzig am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie liegen erste Ergebnisse vor. Hier werden die Jenaer Proben auf Krankheitserreger untersucht. Tatsächlich haben wir hier 2 Zähne beprobt und dafür auch schon Daten vorliegen. Und natürlich haben wir da auch gleich nach den üblichen Verdächtigen geschaut, also den Krankheitserregern, auf die wir uns häufig konzentrieren, beispielsweise die Pest und andere sind hier aber nicht fündig geworden. Allerdings kam es uns bei diesem Pilotexperiment darauf an, zu prüfen, wie gut die DNA-Erhaltung ist, wie gut die Proben an sich erhalten sind und ob wir also konzeptionell bakterielle DNA überhaupt aus diesen Proben extrahieren und analysieren können. Wir haben beispielsweise Bakterien gefunden, Erbgut von Bakterien detektiert, die Karies verursachen. Bei der Beprobung eines Zahns ist das vielleicht nicht besonders überraschend, aber es zeigt uns eines, nämlich dass wir tatsächlich alte DNA von Bakterien, die zu dieser Zeit in diesem Fall eher auf dem Zahn des Individuums vorhanden waren, dass wir diese also noch isolieren können und analysieren können. In Jena hat Juliane Strien inzwischen 25 verschiedene Materialproben auf DNA-Spuren untersucht. Darunter Strümpfe, Kompressen, zunächst erfolglos. Dann gab es da noch das Textilstück mit den schönen Pailletten und Stickereien. Auf den ersten Blick haben wir dann gleich bei den ersten Analysen da Teilprofile von Mischspuren rausbekommen. Das heißt, wir haben Merkmale erhalten, und zwar so viele Merkmale, dass sie auch nicht durch eine Person nur zu erklären wären. Das hat uns in Euphorie versetzt und wir haben dann gleich weitergemacht und haben noch mehr Analysen durchgeführt. Es ist ja auch so, dass dieses Textilfragment in einem Grab gefunden wurde, wo 3 Individuen drin lagen, und auch da haben sich wieder Merkmale bestätigt. Merkmale sind diese Peaks, die man hier sieht, also diese einzelnen Farbspitzen, und das beschreibt eine bestimmte Position in der DNA, die bei unterschiedlichen Individuen unterschiedlich lang ist.
Also wir gucken einfach nur, wie lang ist ein bestimmter DNA-Bereich an einer bestimmten Stelle. Und wir untersuchen da 16 Stellen und schauen, wie lang die Bereiche sind. Und jeder Mensch hat ja von jedem Chromosom 2 Stück. Und deswegen kann es pro Stelle, die wir uns anschauen, immer 2 Merkmale geben. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon 3 Merkmale an einer Stelle hat, dann sagt uns das, da muss mindestens 2 Personen beteiligt gewesen sein. Und da hat sich dann gezeigt, dass diese reproduzierbaren Merkmale, das war alles auch nicht viel DNA, aber sie war eben da, dass die tatsächlich eine moderne DNA ist. Ja, das Fazit ist, dass an diesem alten Material tatsächlich für unsere momentan eingesetzten Routinemethoden einfach zu wenig Material ist. Also zu wenig DNA in einer guten Qualität, möchte ich sagen. Also wir können ja sehr, sehr wenig DNA nachweisen, das haben wir ja bei dieser modernen DNA auch dann eben festgestellt, aber sie muss eben eine bestimmte Qualität haben. Und sobald die stark degradiert ist, können wir das mit diesen Methoden dann eben leider nicht nachweisen. In der Jenaer Stadtkirche wartet eine neue Herausforderung auf die Humanbiologin. Ein Sarkophag in der Fürstengruft. Seit Gründung der Universität waren die Landesfürsten auch ihre Rektoren, lenkten die Entwicklung bis zu ihrer Abdankung 1918. Deshalb sind sie wichtig für Enrico Paust und das multidisziplinäre Forschungsprojekt zur Universitätsgeschichte. Weil Jena für 18 Jahre ein eigenständiges Fürstentum war, ruhen die Regenten dieser Zeit hier. 1958 hatte es auf den Sarkophag des letzten Jenaer Fürsten einen Brandanschlag gegeben. Seit den Untersuchungen damals blieb der Sarg sich selbst überlassen. Nun soll die Fürstengruft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und der Sarg restauriert werden. Enrico Paust und Juliane Strien wollen im Vorfeld untersuchen, wie sehr er geschädigt und was im Inneren noch erhalten ist. Im Zuge des Brandanschlags ist Phosphor eingebracht worden in den Sarg. Es kam zu einem Schwelbrand, der auch auf der Rückseite zu einem größeren Loch geführt hat, das eingeschmolzen ist. Danach wurden dann Untersuchungen gemacht nach Abnahme der Kopfplatte zu dem Sarg. Es gibt ein Foto, das den Bestatteten in vollständiger Kleidung zeigt innerhalb des Sarges. Und die große Frage ist jetzt, wie im Grunde genommen der Inhalt des Sarges gestaltet ist, auch im Hinblick darauf, dass eine Restaurierung der Särge geplant ist. Und dafür muss auch abgeschätzt werden, wie ist der Zustand, weil es muss eine Stabilisierung eingebracht werden, da der Holzsarg fehlt. Und hier muss man natürlich dann auch sagen, zum einen, welche Möglichkeiten gibt es für die Stabilisierung und zum anderen auch zu sehen, was ist von den Leichnamen noch erhalten, hat es eine Verschlechterung gegeben seit 1958 bis heute, um zu sehen, ob weitere konservatorische Maßnahmen notwendig sind. Zur Identifizierung wäre mir am liebsten ein Handwurzel- oder Fußwurzelknochen. Die funktionieren sehr gut. Juliane ist vor allen Dingen hier in Vorbereitung auf die Planung der Sargöffnung, um hier auch zu sehen, ob man mit Hilfe der Spurensicherung, also der Rechtsmedizin, noch weitere Erkenntnisse erlangen kann. Zum einen über diesen ganzen Prozess des Brandanschlages, der Sargöffnung, aber natürlich auch auf das eigentliche Bestattungsritual damals. Weil besonders ist an ihm, dass er im November verstorben ist und eigentlich erst im Februar des darauffolgenden Jahres bestattet wurde und in der Zwischenzeit in seinen Gemächern im Schloss aufgebahrt war. Und in dieser Zeit muss es natürlich eine Mumifizierung, Balsamierung gegeben haben. Es wurde der Kopf, die Oberarme und die Schlüsselbeine entnommen für die Untersuchung. Aber es gibt keinen Hinweis, also dass was danach damit passiert ist. Ich dachte eigentlich, es ist wieder reingekommen. Aber das sieht jetzt gerade nicht danach aus. Hier ist Kleidung. Die Knochen liegen einfach wahrscheinlich unter diesem Brokatgewand, was man sieht. Also es scheint ein Mantel mit Goldbrokat über den Leichnam gelegt zu sein. Und der scheint vollständig erhalten zu sein. Und dann werden die Knochen wahrscheinlich auch nur unterhalb von dem Mantel zu finden. Also hat sich der Brand tatsächlich wahrscheinlich nur hier oben abgespielt und konnte dann das wäre gelöscht werden. Tatsächlich gut, wenn der Rest noch erhalten ist. Ja, der Kopf, also die Sachen, die sie entnommen haben, scheinen nicht wieder reingekommen zu sein. Ja, höchstens, dass es weiter unten noch liegt. Aber ja, da können wir mal gucken. Aber der Teil oben, der sieht wirklich sehr leergeräumt aus. Da sind nur Reste. Das sieht aus wie so eine Laborflasche. Wie so eine Laborflasche, ja, stimmt. Ja. Das sieht doch aus wie Schrift dort, oder?
diese Linie, das hier, Das könnte sein, aber... Ein bisschen verzerrt durch den Glasboden. Aber das sind ja schon, also von hier sieht es aus wie mehrere Linien. Wie mehrere Linien auf jeden Fall, aber... Ja. Also dass es innen beschriftet ist, zusammengerollt und das sozusagen auf der inneren... Ja, hätte ich jetzt gesagt. Eine Flaschenpost anstelle des Schädels? An diesem Tag kommen die Forscher nicht weiter. Erst bei den Restaurierungsarbeiten werden sie das Rätsel lösen können. Vielleicht.